Hallo liebe Leute und willkommen zurück zum Let's Play Life is Strange mit mir, dem Cloud von Delivery LP. In der letzten Folge haben wir uns in Episode 2 gestürzt und legen jetzt richtig los erst. Wir haben gerade die Unterkunft verlassen, haben hier drin mit einigen Leuten gesprochen und aufgedeckt, dass Kate an ihrem erotischen Video, beziehungsweise davon nichts wusste, weil sie unter Drogen stand womöglich. So, wir schauen uns hier mal um. Wir, erstmal mit das Gerüst, wir können es ansehen. The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. Aha, ja, okay. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich suche eigentlich die Taste zum Rennen. Ah, hier. Der Right Trigger war es. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Ob wir noch irgendwas machen können. I definitely won't play with this thing again. Samuel really should keep this locked. It's a waiting accident. And too easy to sneak into. Ja, das stimmt allerdings. Das ist jetzt nicht so... I've never seen Samuel wearing shades. And what's with this other crap? Ja, Samuel ist ja der Hausmeister, der so ein bisschen komisch drauf ist. Akten. I can see that Samuel's concerned, but does he need a poster? Ach, warte mal. Moment. I can see that Samuel's... How did Samuel get photos of Rachel posing? Okay, das sind jetzt natürlich Informationen, die wir haben, dass er da die Fotos hat. Und das Plakat. Da haben wir Samuel, den komischen Hausmeister. The birds are flocking around Samuel. So, wir sprechen mal mit Samuel. Hey Samuel, you're up early. Oh, hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. Wir sprechen nicht mal direkt auf Rachel an, würde ich sagen, oder? Sorry to pry, Samuel, but why are there photos of Rachel Amber in your shed? I'm curious about her. Sorry to pry, she says while prying. Now everybody wants to know about her. Einige Menschen sorgen I sich. know people who cared for her. People who are looking for her. If she can be found, like you, that's the nature of mystery. It's no mystery that you have her pictures. Yeah, she gave out headshots like squirrels chasing food. Keep on prying, Max. Sounds like you have a lot of time on your hands. Tiere. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Ich habe ein Reh gesehen. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. Wir sprechen nochmal auf den Schnee an. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Gut. Dann haben wir mit ihm gesprochen. Dann reden wir nochmal die Dame an, wie auch immer die heißt. Taylor. Ich kann mir die Namen hier alle nicht merken, außer von so ein paar vereinzelten. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kates Video. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Victoria. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her.
I do. And she's one of the best friends you could have. Herrische beste Freunde, ja. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Ne, ich bleib einfach vorbei. Ja, komm. Ich bleib jetzt dabei. Daran ändere ich jetzt nichts mehr. Ich habe sie darauf angesprochen und fertig. Ah, wir haben... Unterdrückte Nummer. Ist das etwa wieder Nathan? Wir sehen mal nach. Oh, wir haben anscheinend einige Ah, nee, doch nicht. Da ist ja dann eine Zahl dran. Nathans Vater. Okay, hier ist Nathans Vater. Ich weise darauf hin, dass gegen meinen Sohn gerichtete Verleumdung und Erpressung mit vielen Anwälten und juristischen Folgen einhergehen. Sie sind nicht der erste Student der Blackwell, der es versucht. Ich hoffe, Sie sind die Letzte. Betrachten Sie dies als höfliche Warnung. Okay. Wir schauen uns nochmal die Fotos an, die wir zu machen haben. Der Donut. Können wir den vielleicht schon hier finden? Wo wir jetzt sind? Wir schauen uns nochmal um, bevor wir weitergehen, weil ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen, dann haben wir keine Chance mehr, dieses Foto noch zu machen. Wir gucken, ob hier irgendwo ein Donut rumliegt. Oder irgendwas in der Richtung. Der Vogel ist es nicht. Was liegt da? Da liegt ein Football. Können wir damit noch irgendwie... Can't Blackwell have at least one no football zone? Essensreste benutzen? Release the Kraken. Come on, squirrels. Time for your 15 minutes of fame. Ah. I better not get near the bench or the squirrel won't take the food. Na komm. Na komm schon. Ja. So, jetzt ganz vorsichtig ans Eichhörnchen ran. Und Foto. Yes! Another Pulitzer for the portfolio. Sehr schön. Damit haben wir wieder ein Foto gemacht und eine Errungenschaft in Steam. Volle Belichtung. Gut, dann können wir jetzt auch weitergehen. Aber da ist noch Warren, der uns jetzt bestimmt nochmal anlabern wird. Oder wir werden... Max, get over here. Okay, dann labern wir ihn doch. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Danke. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Nur eine Piratin. Just a pirate I used to know. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Lass dich nicht reinziehen. He's dangerous. I don't want you to get involved. Irgendwie bin ich... You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Ja. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Okay, ich rewind das Gespräch nochmal komplett. Moment. Habe ich das Foto jetzt noch? Nee, falsche Taste. Das Foto habe ich noch, okay. Warren, what are you doing here? Ich bin nämlich mit meiner Antwort über Chloe nicht zufrieden irgendwie. I mean, I already took the call.
Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Erstmal danke. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Also, ich bin mit dieser Antwort, die ich gerade gegeben habe, nicht zufrieden, vorwiegend nur eine Piratin. Ich dachte, das würde jetzt irgendwie lustig klingen, aber sie hatte gesagt, nur eine Piratin, die ich mal gekannt habe. Und mit der Antwort bin ich irgendwie nicht zufrieden. Das klingt irgendwie gemein, als wäre die Freundschaft so abgeschlossen oder so. Keine Ahnung. An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? So, und da bleiben wir bei lass dich nicht reinziehen. He's dangerous. I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Machen wir. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. So, ich befürchte jetzt so ein bisschen, dass wir Warren versetzen müssen später, weil uns was in die Quere kommt oder so. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wer weiß. Jetzt fahren wir erst mit dem Bus. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Und wir hören bestimmt wieder Musik. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments? Ja, ungefähr so saß ich auch in meinem Bus oder im Zug. Musik hören und die Welt einfach Welt lassen. Welt sein lassen. So. Einfach mal die Welt sein lassen. So. Und alles an sich vorbeiziehen lassen. Fand ich immer sehr entspannt. Wir fahren jetzt gerade einmal quer durch die Stadt. Da hinten haben wir den Leuchtturm und den Berg, wo uns der Sturm entgegenkam. In der ersten Folge zu diesem Let's Play. Mal sehen, wo wir jetzt landen. Ein paar Vögel in V-Formation. Ein paar Bäume. Und Walflossen. Beziehungsweise Wale. Könnte das etwa unser nächstes Foto sein? Auf jeden Fall sollten wir uns hier mit Chloe treffen. Don't try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Das Schild. Foto. Gut, damit haben wir wieder ein Foto. Errungenschaft freigeschaltet Prozessor. Aha. So, ich möchte einmal gucken, was das nächste Foto dann sein müsste. Ein Knochen hinter einem Gitter oder einem Zaun.
Ich gucke mal, ob das vielleicht hier schon irgendwo ist, weil ich kann mich ja hier auch ein bisschen umsehen. Vor allem kann ich hier auch mit Leuten reden, sehe ich gerade. Hier ist nochmal ein Wohnmobil. Ein Fenster. Das ich in der letzten Episode schon... Obviously, nobody took my advice. Nee. Das war ich in der letzten Episode. There's that dirty RV from the other day. Und der Hund. Stop that. Stop. No barky. Chloe. Bin spät dran, halt mir einen Platz im Diner frei. Mom gibt dir was zu essen. Besser wär's. Kann mich glücklich schätzen, wenn du es bis zum mittags schaffst. Diesmal schreibt sie nicht keine Smileys. Ah, der Hund will mich nicht vorbeilassen. Ich kann There's something creepy about that guy and his dog. mir vorstellen, dass da irgendwo der Knochen ist. Ah. Schauen uns erstmal noch weiter um. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was? Hold to another universe. Wenn das so einfach wäre. I don't want to go that way. Okay, dann nicht. Können wir denn die Straße überqueren? Nope, I don't want to go there. Okay. Können wir mit der Frau... Wir können mit ihr reden. Hi, you look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Ich bin gerade ausgestiegen. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Ja, besser das heißt. Und der alte Typ. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Dann behalt mal dein Lotto-Ticket. Bus so I can cash it in. So, wir versuchen nochmal mit ihm hier zu reden. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Hat sich die Stadt verändert? Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. Sie haben sich gut geschlagen. You did pretty good to have lasted this long. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. Prescott-Familie. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Meine Schule gehört denen. They own my school. Crooks gain respect when they put their names on schools and libraries. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Okay, das hat auch keine Konsequenzen ausnahmsweise mal. Ist damit vielleicht dieses Netz gemeint auf dem Foto? Nee. Ich wüsste gerne, was es mit dem Hund auf sich hat. Vielleicht, wenn wir von hier aus da dran kommen. Ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Wir gehen jetzt mal noch nicht rein. Wir gehen erst noch einmal hier rum. Vor allem können wir da noch Zeitung lesen. Anscheinend. Lesen. Snow. Well, that's a good start to the story. Wetterdienste ratlos wegen Schnee. In einer außerordentlichen Sitzung muss der nationale Wetterdienst nun zu einer abschließenden Erklärung für den Schneefall kommen, der Arcadia Bay, Oregon in dieser Woche widerfahren ist. Und das war's. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! Der Schnee war seltsam. The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls.
Rachel Amber. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Ja. Ist natürlich auch möglich. Eine Obdachlose. Vielleicht können wir ja nochmal mit ihr reden. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Joyce Price. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. David Madsen. His name is David Madsen. He told me to get a job once. Asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. Prescott-Familie. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. Arcadia Bay. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. Welche Veränderungen? What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town, put people out of work, out of home, like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Sind wir hinterm Diner? Da ist der Hund. Foto. Und das ist unsere nächste Errungenschaft, Bildstabilisator. So, das nächste Foto, gucken wir mal. Firewalk with me. Das wird ein Graffiti sein. Ich weiß allerdings nicht, wo das sein könnte. Es könnte natürlich draußen an irgendeiner Wand geklatscht sein. Es könnte natürlich auch im Diner an irgendeinem Tisch stehen oder so. Wir müssen da mal ein bisschen Ausschau halten jetzt. Ich guck mal eben. Ja, okay. Dann gehen wir nicht da lang. Wer nicht will, können wir mit der Dame da reden? Nö. Okay. Bacon and Eggs. Wir schauen uns noch einmal hier ein bisschen um. Schnell. Gucken, ob wir irgendwo dieses Firewalks, das wir finden, es ist another, das Hall to another universe. Hello, how do you do? Nee, okay. Sieht nicht so aus, wir gehen rein. Öffnen. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. So, wir schauen uns hier mal um. Flugblätter, Kaugummiautomat. Graffiti. Wahnsinn. Flush before pissing on floor. Okay. Arcadia Gay Sucks Deck. Das ist es auch nicht. Wir haben hier auf jeden Fall einige Graffitis. Das ist auch... Ah, da haben wir es doch. Gut. Errungenschaft komprimiert. Rachel A. aus Me a BJ.
So does your mom. Steht da. Steht da so, ich lese nur. Da haben wir wieder das obligatorische Reh. Thank you, redneck poet. Kate Marsh, love you long time. Okay, was steht da noch? I some to misbehave. Mhm. Ich sehe uns mal die Flyer an. I might make Chloe check this out with me. Bigfoot-Exkursion. Erkunde die wilden Wälder von Arcadia Bay zusammen mit dem renommierten Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft und Monster oder Bigfoot. Erzähler in der Dokumentation Bigfoot, ich glaube an dich. Wandere mit Chuck jeden Samstag und Sonntag für einen halben Tag, um die Orte zu entdecken, an denen Bigfoot am wahrscheinlichsten auftaucht. Chuck wird sein umfangreiches Wissen über die Überlieferung, Legenden und Fakten mit dir teilen. Und zum Abschluss wirst du deinen ganz persönlichen Bigfoot-Fußabdruck gießen, an einem Ort, den nur Chuck Pierce Jr. kennt. Für weitere Informationen, Preise und detaillierte Zeitpläne kontaktiere bitte sasquatchlives@whitetracks.gu. Da haben wir noch ein... Das ist ein anderer Flyer. Why does that so not sound fun? Moby Deck steht da. Moby Deck Tours. Erkunde Arcadia Bay richtig, entdecke aufregende Geschichte auf der hohen See. Reise absolut sicher und komfortabel. Voll ausgestattet, 40-50 Fußschiffe. Tag und Nacht Trips verfügbar. Pärchen, Gruppen oder Familien sind willkommen. Dienstag bis Sonntag 6 bis 19 Uhr. Besuche uns im Internet und buche jetzt deine Tour. Ja, die Frage ist, will man das? This guy has serious cojones. Aha. Mach mit beim ganztägigen kurslichen Meeresabenteuer. Heuer jetzt den legendären Seemann für dein persönliches Ozeanabenteuer an. Jack Cousteau und seine Unterwasserwelten. Du hast ihn im Fernsehen gesehen, hast über ihn in der Zeitung gelesen. Ein hiesiger Kapitän, Fischer und Meeresexperte mit 30 Jahren Erfahrung nimmt deine Gruppe mit auf eine 3-stündige Tour über das üppige und exotische aquatische Königreich Arcadia Bays. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unserer Meeresfauna und das Ökosystem erklären, er wird dir auch helfen, deinen eigenen Meeresfisch zu fangen und auszunehmen. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise 75 bis 125 $, nehme ich mal an. Für mehr Details besuche bitte unsere Website auf seacoastfish.gu. Und dann haben wir hier noch einen Kaugummiautomat. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Komische Lady. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Okay, ich würde sagen, wir gucken einmal, was das nächste Foto überhaupt ist. Ich drücke immer die falsche Taste. Da. 142 und ein Reh. 142 könnte auf... Das könnte ein Bus sein. Oder ähnliches. Also, ich sehe es hier zumindest jetzt nicht. Jukebox benutzen. Gitarrensong. Ach Gott. Naja, okay. Eine Nische. Ich suche nochmal eben, ob hier irgendwo die 142 ist. Weil ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass es hier irgendwo ist. Ja, hier wohl eher weniger. Gut, dann ist es wahrscheinlich im nächsten Abschnitt. So, wir bestellen jetzt erstmal was, oder? Wir können ja mit dem Kopf reden. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Nur Hunger. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese? Joyce. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our mother. Chloe. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce.
Just heard she even just got busted with pot in her room. Wer hat Ihnen das gesagt? Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe, or else. I'm just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? Ich kenne sie. I know her. Then you know she's a handful. Nein. No, I think she's just had some bad luck. You have to create your own good luck. I think Chloe would rather destroy. But I'm just a cop, not a psychologist, so... David. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Nur neugierig. Just curious. I'm surprised he's not a police officer in Arcadia Bay. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketcy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Okay. Wir setzen uns mal in die Nische, würde ich sagen. Und warten auf Chloe. Und beenden damit die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.